Hi und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute soll sich alles um das Thema Ich möchte einen Hund drehen und was alles damit einhergeht. Wir haben uns 5 Fragen überlegt, die ihr auf jeden Fall mit einem Ja beantworten solltet, wenn ihr überlegt, euch einen Hund zu holen. Und ja, Bea schläft hier hinten, also legen wir los. Die erste Frage, die für uns am allerwichtigsten ist, warum möchtest du einen Hund? Woher kommt dieser Wunsch und was erwartest du dann von deinem Hund? Denn wir haben sehr, sehr lange überlegt. Ich wollte schon immer einen Hund, so seit ich denken kann. Und wir hatten auch in unserer Familie immer wieder Hunde, aber irgendwie hatte ich nie das Gefühl, dass ich hauptverantwortlich bin. Und ich hatte natürlich auch immer dieses Bild im Kopf von mein bester Freund, meine beste Freundin und durch dick und dünn. Und das war auf jeden Fall für mich auch ein Grund. Aber natürlich ist ein Hund auch viel Arbeit und nicht nur wie im Film beste Freunde für immer. Solltet ihr auf jeden Fall im Kopf behalten. Die zweite Frage, die ebenfalls sehr wichtig ist und die du dir auf jeden Fall stellen solltest: Habe ich in meinem Leben überhaupt Platz für einen Hund? Und ich meine nicht örtlich, sondern finanziell und zeitlich. Habe ich die Zeit, mit meinem Hund rauszugehen, meinen Hund zu beschäftigen, zum Tierarzt zu gehen? Habe ich auch die finanziellen Mittel dafür, das alles zu bezahlen? Futter, Spielzeug, Tierarztkosten, eventuelle Operationen. Vor allem in unserer Situation mit Bea ist das ein sehr wichtiger Posten gewesen, denn wir wussten ja, bevor wir sie zu uns geholt haben, dass sie eine Gaumenspalte hat. Und wir wussten auch vorher, dass wir uns auf das Risiko einlassen, dass Bea eventuell mal eine Operation brauchen könnte. Und das mussten wir natürlich auch finanziell beachten, ob wir dann in der Lage sind, diese Operation zu tragen. Also solche Sachen solltet ihr euch auf jeden Fall vorher überlegen. Die dritte Frage ist etwas tricky, aber umso wichtiger, denn sie lautet: Passe ich in das Leben eines Hundes? Und damit meinen wir, es sieht oft super schön aus, mit einem Welpen zu spielen und einen Welpen zu Hause zu haben, aber ein Hund bleibt wirklich, wirklich lange in deinem Leben und du in dem Leben deines Hundes. Und schaffst du es auch, für deinen Hund diese lange Zeit da zu sein und sicher zu gehen, dass du für deinen Hund da sein kannst, auch wenn sich vielleicht deine Lebensumstände verändern können? Möchtest du eine Familie gründen? Wie lange wird das doch ungefähr dauern? Wie stellst du dir deine Zukunft vor? Und das nicht erst in 2 Wochen, sondern vielleicht in 5, 10, 15 Jahren. Und natürlich kann man nie vorhersagen, was das Leben einem bringt, aber ich denke, so von der Grundeinstellung kann man vielleicht sagen, ob auch in 10 Jahren noch Platz für einen Hund in deinem Herzen und in deinem Leben sein wird. Die vierte Frage ist, ob du auch mit allem anderen umgehen kannst, was mit einem Hund einhergeht. Jedes Leben ist begrenzt und vor allem das eines Hundes ist noch viel kürzer als ein Menschenleben. Und man muss auch damit umgehen können, dass der Hund einmal nicht mehr da sein wird, dass der Hund einmal sterben wird, dass er vielleicht krank sein könnte. Und das hört sich natürlich irgendwie nach Schwarzmalerei an, aber es gehört eben auch zur Realität und ich finde, darüber sollte man sich auch Gedanken machen, ob man eben auch bereit ist, seinen besten Freund irgendwann gehen zu lassen, damit man dann nicht unangenehm überrascht wird. Und die letzte und 5. Frage, die für uns wirklich wesentlich ist, welche Erwartungen hast du an deinen Hund? Weil wir hatten eben in unserer Familie schon ein paar Mal einen Hund und ganz oft war es dann so, dass man konkrete Vorstellungen hat und dass man was von seinem Hund erwartet und eben sich denkt, ich möchte mit meinem Hund beste Freunde sein, wir sollen durch dick und dünn gehen, aber wenn die Erwartungen noch so hoch sind, kann es einfach sein, dass der Hund nicht mitmacht. Man kann natürlich einen Hund trainieren und man kann sich über die Rassen informieren und sich den perfekten Hund oder den scheinbar perfekten Hund aussuchen, aber es ist dennoch ein Lebewesen, das in allen Situationen unterschiedlich reagiert und deswegen kann ich nicht erwarten, dass der Hund mit Training alles macht, was ich von ihm erwarte. Deswegen sollte man sich vorher ganz klar überlegen, mit welchen Situationen komme ich zurecht und mit welchen nicht. Das ist super, super wichtig. Das waren sie also, unsere 5 Fragen, die ihr euch unbedingt stellen solltet, wenn ihr überlegt, euch einen Hund zu holen. Und wenn ihr die alle mit Ja beantworten könnt und wenn hier alles auf einen Hund deutet, dann let's go for it und wir wünschen euch alles Gute.